Wenn ich darüber nachdenke, dass die Bauvorhaben, die wir recherchieren, durch unsere Mitarbeiter und Teams, die wir hier haben, verifiziert werden, da kann ich mir eigentlich keine bessere Qualitätssicherung vorstellen als genau diese menschliche. Ja, ich bin Manuel Kolfenbach. Ich bin Abteilungsleiter hier bei IBAU. Ich bin mittlerweile seit über 15 Jahren hier im Unternehmen. Habe damals 2008 angefangen, ganz normal als Mitarbeiter in der Recherche. Bin dann irgendwann Teamleiter geworden und jetzt seit 2019 als Abteilungsleiter verantwortlich für den Bereich Produktion hier bei IBAU. Mittlerweile zusätzlich seit 2023 verantworte ich auch noch den Bereich der Recherche. Zum Einstieg, welche Informationen genau recherchiert IBAU? Ja, das würde ich gerne in zwei Bereiche teilen. Zum einen haben wir die Bauvorhaben, wir sagen auch Projekte, die von uns recherchiert werden. Und auf der anderen Seite haben wir die Ausschreibungen. Beides sind Daten, die wir hier verifizieren und im Anschluss in unserer Auftragsdatenbank, dem IBAU Explorer, veröffentlichen. Woher stammen die Daten von IBAU? Auf welche Quellen wird zurückgegriffen? Ja, unsere Daten holen wir vor allen Dingen, was unsere Bauinformationen angeht, aus Zeitungsartikeln, von Internetseiten. Social Media ist ein großer Bereich geworden in den letzten Jahren. Das ist eine Grundlage für uns. Diese Grundlagen nutzen wir dann mit unseren Rechercheteams, verifizieren telefonisch diese Daten. Auf der anderen Seite haben wir die öffentlichen Ausschreibungen oder Ausschreibungen auch. Da muss man sich das Ganze so vorstellen, dass es vor allen Dingen Ausschreibungsportale gibt, neben großen europäischen Portalen, nationale Portale, und unsere Erfahrung hat eben da auch gezeigt, dass das nicht ausreicht, dass es also auch viele kleinere Bereiche noch gibt, wo wir also kommunale Plattformen beispielsweise im Blick haben, auswerten und letztendlich in unserem IBAU Explorer veröffentlichen. Und wie kommt IBAU an die Daten? Wie werden Bauprojekte, Ausschreibungen und Firmeninformationen recherchiert? Die Daten sind natürlich zentral wichtig für uns. Wir werten die entsprechend aus. Also wenn wir einen Zeitungsartikel haben oder einen Post im Internet oder in Social Media, dann gucken wir uns das ganz genau an, gleichen das mit unserem Datenbestand, den wir bei uns in den Systemen oder in unserer Auftragsdatenbank haben, genau ab. Der weitere Verlauf wäre dann eben tatsächlich der persönliche Kontakt, um diese Bauvorhaben oder Projekte, wie wir sie auch gerne bei IBAU nennen, zu verifizieren mit unseren Partnern. Das Partnernetzwerk, was wir seit über Jahrzehnte aufgebaut haben, entsprechend zu nutzen, um weitere Bauinformationen zu bekommen, die Daten so anzureichern und am Ende auch in unserem IBAU Explorer zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite, was Ausschreibungen angeht, werden Daten von uns strukturiert aufbereitet. Das heißt auch vor allen Dingen in eine einheitliche Form gebracht, sodass unsere Kunden den großen Vorteil haben, mit unserer Auftragsdatenbank ein gemeinsames Tool zu haben, um möglichst alle Ausschreibungen im Blick zu haben, eine gleiche Struktur da drin zu haben. Und so werden Daten dann von uns auch im Bereich der Ausschreibung aufbereitet. Mit Blick auf die modernen Technologien, wie genau setzt IBAU künstliche Intelligenz oder Automatisierung für die Recherche von Daten ein? Seit 2019, wo ich den Bereich der Produktion übernommen habe, haben wir eigentlich einen Startschuss gehabt, wo wir moderne Technologien tatsächlich stark eingesetzt haben und verschiedene Dinge ausprobiert haben. Ein wichtiger Punkt, den ich dabei festgestellt habe, ist, dass alleine Technologie nicht funktioniert, um eine Datenqualität zum Beispiel sicherzustellen. Wenn wir das alleine da durchlaufen lassen, haben wir im Prinzip Fehler. Wir haben das dann im Prinzip dadurch optimiert, dass wir beides zusammengebracht haben, nämlich manuelle Prüfungen beispielsweise und automatisierte Prozesse. Automatisierte Prozesse helfen uns, größere Datenmengen zu verarbeiten, schneller zu sein, eine gewisse gleiche Struktur auch zu erreichen in unseren Daten. Und das ist, wie moderne Technologie uns heute in unserer Datenerfassung unterstützt, aber ohne den menschlichen Aspekt, den wir hier bei IBAU haben, mit den Teams, die daran arbeiten, unsere Informationen in die Auftragsdatenbank zu bekommen, würde es mit Sicherheit nicht so gut funktionieren. Wie stellt IBAU Datenqualität sicher? Wie werden Daten geprüft und qualitätsgesichert? Qualität ist für uns ein wichtiger Aspekt und ich würde sogar sagen, eine der Stärken von IBAU. Wenn ich darüber nachdenke, dass die Bauvorhaben, die wir recherchieren, unsere Projekte, die nachher in unserer Auftragsdatenbank den Kunden zur Verfügung gestellt werden, durch unsere Mitarbeiter und Teams, die wir hier haben, verifiziert werden. Das heißt, es findet ein Kontakt vom Mitarbeiter IBAU mit einem Partner aus unserem Netzwerk statt und so werden diese Daten eben, bestätigt. Was in meinen Augen der größte Punkt
ist, um Qualität überhaupt sicherzustellen. Auf der anderen Seite nutzen wir natürlich auch gewisse Qualitätsstandards, um auch einen Qualitätslevel aufrechtzuerhalten, den wir im Laufe der Jahre mit unserem Qualitätsmanagement entwickelt haben. Im Bereich der Ausschreibung gibt es ebenfalls die manuellen Prüfungen, also das Zusammenspiel zwischen Technologie und Mensch, die dafür sorgen, dass eben auch die Datenqualität in diesem Bereich stimmt. Für NutzerInnen ist auch die Aktualität der Daten von wesentlicher Bedeutung. Wie oft werden die Daten im eBau Explorer aktualisiert? Wenn wir über unsere Projekt- und Bauvorhaben berichten, ist uns wichtig, dass diese Informationen so schnell wie möglich in unserer Auftragsdatenbank landen. Das beinhaltet sowohl neue Informationen zu neuen Projekten, die wir haben, als auch zu Updates, die wir haben. Wir prüfen das dann manuell, gehen in den telefonischen Kontakt, verifizieren diese Informationen und versuchen das zeitnah dann im Produkt für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite haben wir die Ausschreibung. Da gibt es jetzt nicht so die Update-Phase, weil eine Ausschreibung kommt auf den Markt. Und da geht es dann einfach darum, die zeitnah bei uns im Produkt zu haben. Und auch da erfüllen wir meiner Meinung nach sehr gute Standards, dass man in unserer Auftragsdatenbank Informationen zur Ausschreibung sehr schnell finden kann. Zum Abschluss noch eine Frage. Welche Veränderungen siehst du für die Zukunft und wie wirken sie sich auf die Datenqualität von eBau aus? Also Veränderungen für die Zukunft sehe ich vor allen Dingen in dem Bereich. Ich meine, darüber spricht die ganze Welt. KI, Technologie ist aktuell ein großer Motor, der alle Branchen betrifft. Und so bin ich der Meinung, dass das auch unsere Branche betreffen wird. KI wird also einiges verändern. Ich sehe das positiv tatsächlich, weil ich glaube, dass die KI oder moderne Technologie uns hilft, unsere Datenqualität weiter zu verbessern. Gleichzeitig glaube ich daran, dass KI auch in Zukunft nicht überall hinkommen wird. Und da setze ich dann tatsächlich wieder auf die Teams, die wir hier bei eBau haben, unsere Menschen, die diese Wege aus der Vergangenheit schon kennen und auch in der Zukunft gehen können, um eben an Bauinformationen zu gelangen, um diese dann bei uns in gewohnter Qualität zur Verfügung zu stellen.